Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und auch heute geht es wieder um einen Cold Case. Und zwar aus dem Jahr 2007. Vermisst wird seit Sonntag, dem 29. Juli 2007, die damals 20-jährige Angela Jannis. Sie wurde am 21. März 1987 in Bergisch Gladbach geboren. Verschwunden ist sie in der Schweiz, in der Stadt Zürich. Und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 28. Februar 2008. Angela stammt aus Köln. Sie und ihr Freund bzw. ihr Verlobter sind 2 Wochen vor ihrem Verschwinden nach Zürich gekommen. Ihr letzter Wohnort in Deutschland war Oberaul 51 in Overath. Die beiden hatten einen Leihwagen genommen und sind zusammen mit der Schwägerin nach Zürich gefahren. Angela hatte gerade erst ihren Führerschein bestanden, war darüber sehr stolz und ist einen großen Teil dieser Strecke selber gefahren. Angela und ihre Schwägerin sind beide als Prostituierte tätig und wollten mal antesten, wie es denn arbeitstechnisch so in Zürich laufen könnte. Die beiden hatten bereits einen Stammplatz am Silkwei hinter der Brücke und dort befindet sich der Straßenstrich. In der filmischen Darstellung meldet dann der Verlobte Angela als vermisst und dort fragt ihn dann der Kommissar, welche Rolle er denn dabei hat, ob er eventuell ihr Zuhälter ist. Er reagiert daraufhin mit Unverständnis, da der Kommissar wohl einen vollkommen falschen Eindruck von ihm hat, denn er ist einfach ihr Verlobter. Er gibt an, als er Angela kennengelernt hat, dass sie als Prostituierte in Köln gearbeitet hat. Er habe gelernt, ihre Arbeit zu akzeptieren. Auf die Frage, ob er denn nicht eifersüchtig ist, reagiert er ebenso mit Unverständnis, da es ja schließlich ihr Job ist. Er habe sie so kennengelernt und versucht ihr zu helfen, so gut wie er konnte. Er hatte mit Angela eine Vereinbarung, dass sie sich immer meldet, wenn sie einen Hausbesuch macht oder länger weg ist, also sich mit einem Kunden länger beschäftigt. Die entsprechenden Aktionen auf dem Straßenstrich sind ja meist nur von kurzer Dauer. Sie hat ihm dann bei Hausbesuchen wohl auch immer eine SMS mit der Adresse, wo sie hinfährt und dem entsprechenden Kfz-Kennzeichen von dem Fahrzeug gesendet, welches sie abgeholt hat. Bei der Arbeit auf dem Straßenstrich nannte sie sich Selina. Er gibt an, Angela zuletzt am Samstag, dem 28. Juli 2007 gegen 22 Uhr gesehen zu haben. Sie habe sich wie immer um 22 Uhr ein Taxi kommen lassen und ist dann zu ihrem Stammplatz zur Arbeit gefahren. Zuletzt gemeldet hatte sie sich bei ihm gegen 3:30 Uhr am Sonntag, dem 29. Juli 2007. Der Verlobte war im gemeinsamen Hotelzimmer und sie hat ihn angerufen. Er war bereits eingeschlafen und sie sagte ihm in dem Telefonat, dass sie noch 1 oder 2 Kunden machen würde und dann zurückkommt. In allen anderen Quellen ist es so beschrieben, dass sie ihm gegen 3:30 Uhr eine SMS geschickt hat. Nur mal so am Rande. Von ihren Kolleginnen weiß er, dass sie nach diesem Gespräch noch einen Kunden hatte. Dies war dann das letzte Mal, dass sie jemand gesehen hat. Der Kommissar möchte dann in der Darstellung wissen, warum er sie erst jetzt als vermisst meldet, da ja bereits 2 Tage vergangen sind. Er gibt an, dass er in den letzten 2 Tagen auf eigene Faust versucht hat, sie zu finden. Er ist herumgefahren und hat sie gesucht, hat herumgefragt und versucht, sie auf dem Handy zu erreichen, aber sie hat nie abgenommen. So, das war die sehr knappe filmische Darstellung mit recht wenigen Inhalten, möchte ich sagen, da es doch wesentlich mehr Inhalte gibt, wie ich herausgefunden habe. Auch die Nachbesprechung mit dem Kommissar brachte keine weiteren Informationen. Es wurde nur gefragt oder es wurde nur mitgeteilt, welche Kleidung sie getragen hat
und es wurde ihr Handy gezeigt, welches ebenso verschwunden ist. Und in einem Artikel vom Kölner Stadtanzeiger vom 10. Januar 2008 wird dann etwas detaillierter berichtet. Straßenstrich Zürich, 29. Juli 2007, 3:30 Uhr, die Uhrzeit wird wieder angegeben. Die 20-jährige Prostituierte Angela Jannes aus Untereschbach steigt in eine schwarze Limousine. Und seitdem ist die junge Frau verschwunden. Die Kantonspolizei in Zürich schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Ihr Freund, da wird dann ein türkischer Name angegeben, und aber mit dem Vermerk, dass der Name geändert wurde. Und auch in der filmischen Darstellung sah der da als Verlobte bezeichnete türkisch aus, oder sagen wir es so, etwas südländisch. Allerdings wird er in anderen Artikeln dann nicht als Verlobter bezeichnet, sondern immer als Freund. Also, ihr Freund glaubt, dass seine Gefährtin im Menschenhändlernetz ging und nach Italien verschleppt wurde. Angela lebt noch, das spüre ich. Sie wird irgendwo gegen ihren Willen festgehalten, sagte er. Der Kriminalhauptkommissar von der Kreispolizei in Bergisch Gladbach, der von der Zürcher Kantonspolizei um Amtshilfe bei der Recherche in Untereschbach gebeten worden war. Eine Augenzeugin hatte die 20-Jährige am Silkway, dem Straßenstrich in Zürich, zwischen 3:30 Uhr und 3:45 Uhr in ein schwarzes Auto steigen sehen. Also diese Information fehlte komplett ja bei Aktenzeichen XY, obwohl dann dieser Artikel ja vorher geschrieben wurde, bevor die Ausstellung der Sendung erfolgte. Ich erwähne das nun mal wieder, weil wir ja in letzter Zeit oder weil ja sich in letzter Zeit einige Personen beschwert haben, weil ich mich immer wieder so ein bisschen kritisch über die Filmfälle bei Aktenzeichen XY und deren Darstellung äußere. Also in diesem Fall ist es dann tatsächlich so, dass da wohl einige wichtige Informationen nicht dargestellt wurden. Und ich werde sie euch dann auch alle nochmal im Einzelnen nennen. Der Freund glaubt zu wissen, wer in dem Auto saß. Ein Italiener und 2 Rumänen haben an diesem Tag in einem schwarzen Mercedes dort ihre Runden gedreht. Später haben sie Angela angesprochen. Sie ist kurz ins Auto gestiegen, aber gleich wieder hinaus. Und dann warfen die Männer eine leere Flasche nach ihr. Der Freund weiter: Angela war zu naiv. Sie hat nie daran geglaubt, dass ihr etwas passieren könnte. Sie glaubte immer an das Gute im Menschen, selbst nach ihren Erfahrungen auf dem Strich. Auch Katja, Kollegin von Angela, glaubt, dass ihre Freundin verschleppt wurde. Von anderen Kolleginnen aus Zürich weiß ich, dass der Italiener oft auf dem Silkway gesehen wurde. Und seit Angela weg ist, ist er auch verschwunden. Also in diesem Artikel ist überhaupt keine Rede von dieser Schwägerin, mit der hat sie ja dort zusammengearbeitet, an diesem Platz praktisch. Und ist schon interessant, dass von dieser Schwägerin nichts erwähnt wird. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt diese Katja ist, die hier dann als Kollegin von Angela bezeichnet wird. Besser gesagt, ich gehe mal ganz fest davon aus. Denn Katja und ihr Freund haben Geld zusammengekratzt und Krzysztof Rutkowski engagiert. Der durchs Fernsehen bekannte polnische Detektiv sucht mit seinen Mitarbeitern mittlerweile europaweit nach der Frau aus Untereschbach. Er hat Verhandlungsfotos anfertigen lassen und sie auch in Italien an die Polizei verteilt, erzählte Katja. Und auch über die Datenbank von Europol soll die Frau dann gesucht werden. Ein Abrutschen in die Drogenszene schließen ihre Freunde aus. Katja sagte dazu, dass Angela drogenfrei ist und keinen Alkohol trinkt. Also es dürfte dann definitiv die Frau sein, die in der Aktenzeichen XY-Sendung als ihre Schwägerin bezeichnet wurde. Ob es jetzt tatsächlich die Schwägerin ist, stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Die Karriere im Sexmilieu hat für die junge Frau im Februar 2005 begonnen, also für Angela. Damals hatte ein 25-jähriger Bergisch Gladbacher
die damals 17-Jährige an ein Bordell in Weilerswist vermittelt. Und danach schickte er sie dann in Köln-Kalk auf den Strich. Das Schöffengericht in Bensberg verurteilte ihn wegen Anstiftung zur Prostitution von Minderjährigen, Menschenhandel und Zuhälterei zu 1 Jahr und 9 Monaten Haft. Angelas Anwältin teilte noch im Gericht mit, dass ihre Mandantin inzwischen in einer neuen Beziehung lebe und mit der Vergangenheit abschließen wolle. Aber den Absprung aus dem Milieu hat Angela dann wohl nicht geschafft. Nachbarn aus dem Wohnhaus in Untereschbach, in dem sie bis zu ihrem Verschwinden lebte, wunderten sich über den unsteten Lebenswandel der Vermissten. Denn oft gingen sie erst am Nachmittag aus dem Haus und kehrte sehr spät in der Nacht wieder zurück, meistens gegen 3 bis 4 Uhr in der Früh. Die letzte Spur von Angela Jannes führt direkt von Untereschbach in die Schweiz, zum Straßenrand am Schilkwei 255, dem berüchtigten Straßenstrich von Zürich. Als Personenbeschreibung wird Folgendes angegeben. Sie war 1,56 Meter groß, zierliche Figur, braune, schulterlange Haare, braune Augen, spricht Hochdeutsch und Englisch und zuletzt trug sie einen weißen Minirock aus dünnem Jeansstoff, ein weißes Spaghetti-Top, eine beigefarbene Sommerjacke mit Gürtel und rosa und beigefarbene Pantoffeln. Verschwunden sind mit ihr eine Stoffhandtasche, grau-silber aufgedrucktes Logo DD und 2 ringförmige Handgriffe, die Papiere von Angela Jannes, Schlüsselbund, Geldbeutel und ein Handy Samsung SGH D600 in schwarz. So, das war es, was ich jetzt zu diesem Fall einmal herausbekommen konnte. Und dann ist die Frage, was passierte denn zum Beispiel nach der Aktenzeichen XY-Sendung? Gab es da irgendwelche interessanten Hinweise? Und da gab es dann einen Artikel dazu und da stand dann, dass nach der Aktenzeichen XY-Sendung vorige Woche sich jemand gemeldet haben soll, ein Hinweisgeber aus dem Ruhrgebiet, der angab, die junge Frau noch im November 2007 im Raum Dortmund gesehen zu haben. Und über die näheren Umstände dieser Begegnung machte die Gladbacher Polizei keine weiteren Angaben. Die Fahnder hätten aber umgehend Kontakt mit ihren Kollegen im Ruhrgebiet aufgenommen und um eine Überprüfung gebeten. So, weitere Informationen gibt es nicht dazu, aber anscheinend scheint diese Spur dann nicht weitergeführt zu haben. Und dann habe ich noch eine Seite gefunden, die nennt sich strichplatz.ch. Und zwar war es so, dass bei einigen Artikeln zum Fall von Angela das Gesicht einer weiteren Frau immer präsentiert wurde. Und dabei handelt es sich um die damals 36-jährige Heidi Kerber. Das Bild habe ich euch jetzt hier auch einmal eingeblendet und diese ist an einem Mittwochabend im Juni 2004 verschwunden. Exakt war das am 9. April 2004. Und auf dieser Seite von Strichplatz steht dann eben Folgendes: Die 36-jährige Heidi Kerber benötigt Geld für Kokain. Verdienen will sie es sich mit Liebesdiensten. Und offenbar ist Heidi Kerber verzweifelt, ihre Achtsamkeit durch die drohenden Entzugserscheinungen getrübt. Heidi hatte geklagt, dass sie den ganzen Abend keinen Kunden gehabt hatte, sagte eine andere Prostituierte später zu einem Journalisten. Und endlich hält ein Freier an. Kerber steigt ein und lässt die Tür ins Schloss fallen. Was dann passiert ist, weiß niemand, außer ihr und ihrem Kunden. Also mehr konnte ich zu diesem zweiten Fall jetzt nicht finden. Aber richten wir mal das Hauptaugenmerk auf den Fall von Angela. Was könnte da passiert sein? Also, fangen wir mal ganz vorne an. Sie ist als 17-Jährige an ein Bordell von jemandem vermittelt worden. Muss sie sich also im Prinzip meiner Meinung nach schon relativ früh ein bisschen in diesem Milieu
aufgehalten haben. Vielleicht ist sie auch einem sogenannten Loverboy, der Begriff war damals, glaube ich, noch nicht bekannt, in die Hände gefallen, der sie dann dementsprechend eben ein Bordell vermittelt hat. Und ich vermute dann mal, dass dem Bordellbetreiber es vielleicht zu heiß wurde, weil sie eben noch minderjährig war. Und diese Person sich dann entschieden hat, sie später dann auf den Straßenstrich zu schicken. So, derjenige ist dann verurteilt worden. Wie das Ganze zustande kam, ist unklar, ob jetzt dementsprechend Angela irgendwann mal von der Polizei aufgegriffen wurde, das Ganze dann erzählt hat, oder ob er in einem anderen Zusammenhang festgenommen, angeklagt und verurteilt wurde. Das ist unklar. Aber wie ist es dann weitergegangen? Anscheinend ist sie dann aus diesem Bereich irgendwie nicht mehr rausgekommen und hat dann wohl weiterhin, so vermute ich mal, eben auf diesem Kölner Straßenstrich gearbeitet und hat dann dort diesen Freund kennengelernt. Ob das nun tatsächlich ein Freund war, ist wieder eine andere Geschichte. In dem Artikel vom Kölner Stadtanzeiger steht dann auch noch, dass der 26-Jährige, also ihr Freund, dann in seiner Verzweiflung sogar mehrere Hellseher aufgesucht hat, um diese bei der Suche nach Angela helfen zu lassen. Und die letzte Kontaktaufnahme hat er auch ein bisschen anders geschildert als bei Aktenzeichen XY dargestellt. Und zwar hat sie ihn dann wohl tatsächlich um 3:26 Uhr angerufen, wie es auch bei Aktenzeichen XY geschildert wurde und keine SMS, und ihm dann mitgeteilt, dass sie noch einen letzten Freier machen wollte und danach jetzt Ausschau hält und dann ins Hotel kommt. Und er habe sie gebeten, gleich ins Hotel zu kommen, aber sie wollte noch warten. Am Anfang sah es in der Aktenzeichen XY-Darstellung so aus, als wenn er da was mit zu tun hat, weil er wurde am Anfang recht hart attackiert und direkt als Zuhälter bezeichnet. Ob er jetzt praktisch ein Zuhälter war, glaube ich jetzt eher weniger. Ich denke mal, er ist tatsächlich so einer gewesen, so einer meine ich jetzt nicht abfällig, der einmal ihre Dienste genutzt hat und er sie einfach sehr sympathisch fand, nett fand und dann vielleicht nicht mehr so ganz von ihr loskam und sich wirklich in sie verliebt hat und dann akzeptieren musste, dass sie den Job weitermacht. Er in der Aktenzeichen Y-Sendung beziehungsweise in einem Artikel wurde er gesagt, dass er versucht hat, ihr zu helfen, wo es nur geht, aber anscheinend wollte sie aus diesem Bereich nicht raus, warum auch immer. Denn ich denke mir normalerweise, wenn da jetzt ein Mann ist, der großes Interesse an einer Frau hat, die auf dem Straßenstrich arbeitet und sich in sie verliebt, wird sie, denke ich mir mal, jede Hilfe annehmen, um davon wieder loszukommen. Aber nun gut, sie hat ja erst einmal dann wohl soweit vorbildlich gehandelt. Immer wenn sie eben länger weggeblieben ist, hat sie ja ihm eben die Adresse geschickt, wo es dann hinging, und das Kfz-Kennzeichen geschickt. Aber es hat wohl keiner, so wie es oftmals üblich ist, von den anderen Kolleginnen die Kennzeichen notiert, wenn man auch mal kurz mit einem Kunden wegfährt. Ob dieser Italiener und diese Rumänen, die er dort jetzt anscheinend bemerkt hat oder so wie es ihm erzählt wurde, etwas damit zu tun haben, ist eine andere Geschichte. Ich meine, die sollen zwar danach nicht mehr dort aufgetaucht sein, aber es kann durchaus sein, dass sie dementsprechend zu dritt Angela buchen wollten und einen zu niedrigen Preis zahlen wollten und sie deswegen wieder ausgestiegen ist und die Leute dann eben wegen Missachtung, Frust oder wie auch immer eine Flasche nach ihr geworfen haben. Ich denke mir mal, dass sie tatsächlich zu jemandem ins Auto gestiegen ist, der vielleicht ganz besondere Dinge von ihr wollte, die sie nicht ausführen wollte, und dass es dann dementsprechend zu dieser Situation kam. Zu einem Streit,
zu einem Handgemenge und vielleicht ist derjenige dann auch komplett ausgeflippt und hat sie dann getötet. So könnte ich mir das in etwa vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwo lebt. Wenn jetzt der Punkt da wäre, dass sie aussteigen wollte und jetzt irgendwo ein anderes Leben lebt, ich denke mir, nach der Darstellung des Freundes und der Freundin hätte sie, denke ich mir, schon andere Möglichkeiten gehabt. Mich würde natürlich interessieren, ob die Freundin da noch tätig ist, aber darüber findet man natürlich jetzt keine Informationen. Und ich glaube auch nicht, dass zu dem Fall von der Kerber ein Zusammenhang besteht. Kann natürlich sein, dass dort jemand des Öfteren nach Frauen sucht und dann dementsprechend dann Taten durchführt und diese Frauen tötet. Vielleicht auch jemand, der Hass darauf hat. Es ist schwierig zu sagen, aber wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass Angela noch irgendwo lebt. Gut, das war es jetzt erstmal mit dem Fall. Wenn ihr vielleicht aus der Nähe kommt, aus Zürich oder vielleicht noch aus dem Kölner Bereich, ihr sie kennt oder irgendwelche Informationen über sie habt, schickt es mir bitte eben per E-Mail oder ansonsten auch gerne in den Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!